Lass uns heute ein wenig experimentieren. Experimentieren und freies Zeichnen ist ganz, ganz wichtig für die Lockerheit und für den Fortschritt. Ja. Also, ich habe mir gedacht, wir nehmen uns mal eine Orientierungslinie. Die wird sehr, sehr häufig Horizontlinie genannt. Ich werde hier unten etwas einzeichnen auf die Mitte und über der Horizontlinie, sodass du genau siehst, was ist was und was macht die Perspektive aus. Und das ist hier erstmal unser Orientierungspunkt. Ja? So. Ich zeichne hier einen Würfel ein, wo wir das Gefühl haben, wir stehen genau davor. Ja? Jetzt zeichne ich hier unten eine Ebene ein, wo wir das Gefühl haben, wir schauen rauf. Du siehst, hier sehen wir weder oben noch unten. Hier können wir raufschauen und das ergibt eine gewisse Logik, wenn wir uns das ganze Bild anschauen. Jetzt zeichne ich hier oben auch ein Objekt, wo wir das Gefühl haben, wir können runterschauen. Und da das Licht meistens von oben kommt, ist der natürlich hier unten dunkler. Ja, du siehst, wir haben also 3 Ebenen jetzt, wie sich das verhält zueinander. Und so können wir hier beliebig Formen reinzeichnen, die sich praktisch innerhalb dieses ganzen Spaces hier, dieses Raumes, arrangieren lassen. Ja, das ist immer eine gute Übung für zwischendurch, um einfach das Verständnis immer wieder zu trainieren. Ja. Es geht auch nicht immer um das Schönzeichnen, dass hier jede Linie genau parallel ist oder halt hundertprozentig konvergiert, also zu den Fluchtpunkten läuft. Darum geht es nicht. Es soll hier ums freie Experimentieren gehen, ja, dass man wirklich einfach nur etwas rumspielt. Ja. Also so können wir ganz verschiedene Objekte hier reinzeichnen. Ja, wir machen mal den Quader ein wenig länger. Ja. Hier oben zeichnen wir uns auch noch etwas ein. Einfach nur ein wenig rumspielen. Ja, du merkst schon, überhalb dieser Orientierungslinie hier können wir herunterschauen. Wir können den Boden sehen. Ja. Unterhalb dieser Linie können wir raufschauen. Also ganz, ganz wichtig um Tiefe im Raum zu zeigen. Und du siehst hier schon, hier bin ich mit meinen Kanten ein wenig rausgegangen. Ja, das hat mit der Perspektive zu tun. Oh. Zu sehr darf man auch nicht abweichen, sonst wird das dauerhaft zu unklar. So, hier zeichnen wir uns auch noch einen rein. Und du merkst auch, je näher ich der Horizontlinie komme, je flacher wird auch unsere Draufsicht.
Ja. So, hier können wir beliebig rumexperimentieren. Ja. Nur ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du auch realistisch zeichnen lernen willst, findest du unter dem Video in der Beschreibung meinen klaren Weg vom einfachen Übungskurs bis hin zur Mitgliedschaft in meiner Akademie. Weiter geht's mit dem Video. So, jetzt zeichne ich hier nochmal einen Körper ein. Einen etwas längeren. So. Ja, wir lassen den hier leicht verdecken und gehen jetzt hier genau in diese Tiefe rein, dass wir ihn sozusagen hier hinter verstecken. Ja. Warum zeichne ich die Linien schräg? Na, weil hier eine Verzerrung stattfindet. Ja. Je tiefer man von der eigentlichen Horizontlinie kommt oder je weiter der Abstand ist, je mehr wandelt sich sozusagen diese Perspektive. Es ist praktisch das Gegenteil von diesem hier. Ja. Je mehr kann man sozusagen, je mehr brauchen wir dieses Konvergieren oder dieses schräg Zusammenlaufen der Linien, um so einen noch tieferen Effekt zu erzeugen. Ja? Ich gehe mal hier nochmal raus und schaue mir das nochmal an, wenn ich hier durchgehe. So, das müsste hier hin. Ja? So, und der müsste hier so hingehen und dann müssten wir mehr in diese Richtung gehen. Ja? Dass wir das auch hier verdeckt, so eine Form halt verdeckt korrekt einzeichnen. Ja? Ist immer gut hier sich mal kurz bewusst zu machen, wie geht der Körper überhaupt hier lang und was passiert hier hinter. Ja? Du kannst hier beliebige Körper einzeichnen. Ja, das ist ganz dir überlassen. Lass uns hier noch einen Körper einzeichnen. Und den ziehen wir in diese Richtung hier rein. Aber wir machen das mal hier ruhig etwas länger. Und wir gehen hier in diese Richtung. Ja, und hier stellen wir uns wieder vor, wie das alles verläuft. Wir haben hier wieder die untere Seite. Also die vom Licht abgewandte Seite. Die zeigen wir. Und du siehst, alleine durch das Überlappen kriegt man schon eine andere Tiefendimension hinein. Jetzt kann man natürlich noch hier einige Körper schraffieren, damit man zum Beispiel zeigt, wo kommt denn die Lichtrichtung her? Und alleine dadurch bekommen wir schon mehr Tiefe in unsere Zeichnung. Ja? Also, was will ich damit sagen? Die Objekte werden lebendiger. So. Weiter geht's. Wo wollen wir jetzt hinaus? Ich sehe schon hier, muss schon ein bisschen steiler werden. Aber es geht ja mehr oder weniger ums Prinzip. Man darf halt nicht zu viel abweichen. Ja? Darum geht es ja auch. So, jetzt machen wir hier mal wie so einen Turm rein und der könnte praktisch hier so weitergehen. Ja. Zeigen wir jetzt aber nicht, weil der Würfel davor steht. Ja. Du siehst auch, durch Betonen der Linie bekommen wir hier Tiefe in unsere Zeichnung rein. Den werde ich mal noch hier ein bisschen schräger machen.
sonst bricht das manchmal zu stark das System. Ja, also schau mal, der Würfel steht praktisch vor diesem Objekt. Also betone ich ein wenig mehr die Tiefe, nicht die Tiefe, sondern die Kanten. Dadurch haben wir das Gefühl, wir erkennen ihn deutlicher, der Würfel kommt uns näher und dadurch bekommen wir noch eine Tiefendimension rein. Ja. So, jetzt zeichnen wir hier oben noch einen rein. Den zeichne ich bewusst etwas kleiner, ja, also etwas schwächer, meine ich. Und so bekommen wir wieder etwas mehr Tiefe rein. Jetzt könnte man hier noch ein ganz kleines Objekt andeuten, ja, wo man praktisch so hat man das Gefühl, einige Objekte sind vor uns, einige Objekte sind im Hintergrund. Ja. So, hier zeichnen wir auch noch eins rein. Und das machen wir mal hier so. Das ziehen wir hier raus. Also hier ist unsere Linie, unsere gedachte Linie. Und dann gehen wir hier raus und kommen hier rein. Ja. Und dann werden wir hier ungefähr, naja, ist ein bisschen zu schräg. Und hier. Ja, hier geht die Linie so hoch, hier so und dann werden wir hier, hier und circa hier. Ja, so haben wir unseren Körper hier wieder. Den holen wir uns nach vorne. So haben wir hier auch wieder einen Körper eingezeichnet. Es ist gut, immer so ein bisschen frei herum zu experimentieren. Wichtig ist immer, dass du innerhalb des Prinzips hier diese Draufsichten hast. Ja? Du merkst, je näher du der Horizontlinie kommst, je schwächer werden diese Draufsichten. Ja? Also je schwächer wird dieser Winkel letztendlich. Ja? Hier können wir kaum noch runterschauen. Hier können wir mehr runterschauen. Ja? Und wenn wir ihn hier rauflegen, dann steht er hier praktisch drauf. Ja? Können wir den. Und hier bleibt es dann gerade. Ja? Also wieder eine zusätzliche Variante, dass du immer die Objekte innerhalb dieser Höhe sozusagen verschiebst. Ja? Zeichne, experimentiere, mach dir total skurrile Formen rein. Irgendetwas, was du hier reinlegen willst. Und du wirst merken, das ist besonders für Anfänger gute Übung, dass man hier schön rumexperimentieren kann. Ja? Also mach das ruhig. Zeichne hier mehrere Körper rein. Und du wirst merken, dass das richtig Spaß machen kann. Ja. Ein paar Ecken raus, ein paar Ecken rein.
immer wieder ein bisschen rumexperimentieren. Oh ja, ich habe noch so einen Strich drin, sehe ich gerade. Du siehst, was man hier alles machen kann. Ja. Einfach Stück für Stück immer mehr spielen. Hol die Kanten ruhig nach vorne, wie du magst. Ja, schau mal, wenn ich jetzt möchte, dass ich deine Aufmerksamkeit hierauf lenke, dann ziehe ich diesen Würfel stark nach. Jetzt fällt er schon wieder wesentlich mehr ins Gewicht als andere Würfel. So kann man das praktisch ganz leicht verändern in seinem Bild. Ja. Das ist dann für viele Zeichnungen halt ganz, ganz wichtig. Ja. So, also eine sehr, sehr gute Übung. Experimentier da gerne mit rum, spiel rum. Versuch nicht zu korrekt zu zeichnen, aber wandle es auch nicht zu da ab, dass man gar nicht mehr durchsieht. Ja? Also dieses Spielen ist wichtig, diese Leichtigkeit wollte ich dir in diesem Video mitteilen. Ja? Es kann ruhig mal einer rauskippen, egal, spielt keine Rolle. Lass ihn rauskippen. Manchmal sieht es so gleichförmig aus, manchmal nicht. Spiel einfach rum. Na? Du siehst auch, hier ist die Unterseite etwas stärker als hier. Hier habe ich die Seiten angeschrägt, hier nicht. Ja? Das kann man alles noch zusätzlich wieder machen. Ja? Denn erst wenn du auch so einen Kontrast hast, also Bezugspunkte hast, kannst du sozusagen aus den Bezugspunkten etwas lernen. Ja? Hier könntest du zum Beispiel, schau mal, den Boden sichtbar machen. Ja, das geht hier auch. Ja, dass du einfach schaust. Ah, okay, das wäre jetzt hier der durchsichtige. Ja. Und hier ist der halt der stark gekippte. Ja, stark gekippt in dem Sinne nicht so, sondern noch mehr so. Ja, also innerhalb dieser Ebene kippt der nochmal rum. Ja, und so kann man richtig gut rumexperimentieren. Und du kannst natürlich hier auch wichtig, ach Quatsch, jetzt habe ich ja hier was, hier muss ich ja hin. Du kannst natürlich hier auch die Böden überall reinzeichnen, ja. So, schau mal. Also machst du diese dritte Dimension sichtbar und erweiterst so wiederum dein Vorstellungsvermögen. Also, experimentier gerne rum und wenn du wirklich besser zeichnen willst, findest du unter dem Video in der Beschreibung einen klaren Weg vom einfachen Übungskurs bis zur Mitgliedschaft in meiner Akademie. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.